Bitte nehmen Sie Platz. Die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts ist zuvörderst Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs. Es ist vor diesem Hintergrund nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, bei Auslegungsfragen im Unionsrecht seine Auslegung an die Stelle derjenigen des Gerichtshofs zu setzen. Allerdings gilt dies nur, soweit sich die Entscheidung auf anerkannte methodische Grundsätze zurückführen lässt und nicht objektiv willkürlich erscheint. Im vorliegenden Fall ist diese Grenze überschritten. Meine Damen und Herren, das vorliegende Urteil ist keine leichte Kost. Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Man spricht insofern von ultra vires Akten. Das Bundesverfassungsgericht gibt den Verfassungsbeschwerden mit der heutigen Entscheidung überwiegend statt, obwohl der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 11. Dezember 2018 die Maßnahmen für europarechtskonform erachtet hat. Das Ergebnis ist für den Senat nach intensiver Beratung eindeutig. Die Auffassung des Gerichtshofs verkennt in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tragweite des zu beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Der Ansatz des Gerichtshofs ist methodisch nicht mehr vertretbar und verfehlt die Anforderungen an eine nachvollziehbare Überprüfung der Einhaltung des währungspolitischen Mandats des europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB. Indem der Gerichtshof hier seiner Kontrollaufgabe nicht nachkommt, handelt er ultra vires. Da der Senat somit nicht an die Entscheidung des Gerichtshofs gebunden ist, hat er eigenständig zu beurteilen, ob die EZB mit den Beschlüssen zur Errichtung und Durchführung des PSPP noch innerhalb ihrer Kompetenzen gehandelt hat. Das ist offensichtlich nicht der Fall.